Ist Dubai wirklich tot? Ist es hier eine Geisterstadt aktuell? Oder ist hier sehr, sehr viel oder relativ viel los für die aktuelle Situation in Nahost? Ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. Und ich werde in diesem Video aufklären, wieso, weshalb, warum. Denn ich habe jetzt hier 4 Wochen jetzt im Hochsommer in Dubai verbracht. Bin Ende Juni angekommen, jetzt haben wir hier Juli. Ja, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen an, was hier passiert ist. Also ich war in 5 unterschiedlichen Hotels, also ein bisschen Hotelhopping, für die haben wir interessant. Dadurch natürlich Eindrücke über Tourismus und Co. sammeln können. Dann, ich war in Malls, ich habe mich hier mit professionellen Investoren ausgetauscht, war in Meetings. Ja, und habe hier einfach Eindrücke sammeln können. Und die berichte ich jetzt und auch garniert am Anfang jetzt mit Zahlen, Daten, Fakten, wo wir uns erstmal anschauen, was ist denn hier eigentlich wirklich passiert, unter anderem auch am Immobilienmarkt. Deswegen schön, dass du auch heute wieder dabei bist, du Faszination Freiheit, wie jede Woche ein neues Tippvideo und heute geht es über Dubai. Eine Megacity, die vorher schon polarisiert hat und jetzt aktuell noch mehr denn je. Ja, es gab viel Spott und Häme, aber wie ist es jetzt hier wirklich denn vor Ort? Denn auch hier, hört man dann auch, Dubai hier ist, vor Ort soll ja alles normal sein, oder? Aber ist das vielleicht einfach auch nur, schöne Rederei? Also ich werde dir meine Eindrücke, wie gesagt, zusammenfassen. Schauen wir uns erstmal an, was ist denn eigentlich passiert? Ja, also vor ein paar Monaten, wissen wir alle, der Nahostkonflikt ist eskaliert zwischen dem Iran und den USA. USA hat den Iran angegriffen und Iran hat sich verteidigt. Und im Rahmen einer asymmetrischen Kriegsführung haben die unter anderem auch die arabischen Nachbarn angegriffen mit Drohnen und Co. Vor allem auch die US-Stützpunkte, aber auch geostrategische Infrastruktur. Jetzt muss er erstmal wissen, okay, also es war kein direkter Angriffskrieg und es gibt auch keinen offiziellen Krieg zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, also dem Land, wo Dubai eines der wichtigsten Emirate ist, und dem Iran. Also es gibt keine Kriegserklärung und man kann davon ausgehen, weil es auch vorher keine Konflikte gab oder irgendwie Kriegstreiberei etc., dass der Iran selber zum Beispiel die Emirate angegriffen hätte, sondern es war eher zweckdienlich, mediale Aufmerksamkeit und die USA unter Druck zu bringen. Also erstmal, damit man das Ganze versteht. So, wie viele Todesopfer gab es jetzt hier in Dubai? Und zwar genau einen. Es gab einen Zivilisten, und zwar einen pakistanischen Arbeiter, der von Trümmerteilen leider getötet wurde. Es gab noch einige weitere in Abu Dhabi, also den Nachbaremirat, aber in Dubai gab es nur einen einzigen Todesfall. Wenn wir uns jetzt mal vergleichen, und zwar, das ist immer die Frage, ist das jetzt eigentlich dann echter Krieg so direkt oder ist es dann ein kleiner Krieg? Weil, wenn man es wirklich mal vergleicht, was dort passiert, also bitte nicht missverstehen, jeder Todesfall ist einer zu viel. Und viel heftiger ist es aber halt leider, wenn wir uns anschauen, das ist ja wirklich ein echter und extrem trauriger Krieg, Ukraine und Russland. Da gibt es ja von den Propagandaministerien auf beiden Seiten, weiß man nicht, was man genau glauben kann. Aber es wird geschätzt, auch mit Zivilisten zusammen, dass es 200.000 bis 400.000 Tote dort gegeben hat. Also ist es nicht auch nur ansatzweise vergleichbar, was wir hier aktuell in Dubai sehen. Und das Thema Sicherheit ist ja da ein großes Ding, weil das ist ja auch die Frage, wie gefährlich ist es denn zum Beispiel jetzt gerade hier in Dubai zu sein? Aber dann ist auch legitim, wenn das ja zum Beispiel wenn da teilweise geschossen wird von irgendwelchen Dubai-Hatern aus Deutschland, wie ist es denn da vor Ort? Und da schauen wir uns da mal ein paar Statistiken an, und zwar vom Bundeskriminalamt, und zwar hier 2025. Wir hatten in Deutschland 29.243 Messerangriffe, Tendenz steigen, davon 994 Mord- und Totschlagsdelikte. Jetzt muss man wissen, Dubai ist eines der sichersten Länder dieser Welt. Also Messerstechereien, Todesfälle etc. gibt es hier kaum an der Tagesordnung. Das heißt, wenn man das in Relation sieht, passiert viel, viel mehr auch in anderen Ländern, beziehungsweise auch in Mitteleuropa, als wir das zum Beispiel hier sehen. Und warum, wieso, weshalb ist es der Fall? Weil hier halt in Dubai und in den Emiraten die Herrschenden wirklich dafür sorgen, dass es sicher ist. So, dass es halt wirklich auch unter anderem eine Priorität ist, dass die Bevölkerung und die Gäste wirklich geschützt werden. Dass das jetzt die höchste Priorität in Mitteleuropa ist, kann jeder selber die Statistiken einfach anschauen, in welche Richtung es geht. Und wenn wir uns da anschauen, einfach nur so von den Aktivitäten her, also das Wandern war übrigens in diesem Zeitraum gefährlicher als hier in Dubai zu sein. Also wir haben alleine in der Schweiz zwischen 50 und 100 geschätzten Todesfällen jedes Jahr, die durch Wandern umkommen. Also in dieser Zeit sind mehr Leute durch Wandern umgekommen in der Schweiz als hier in der Dubai durch den Nahostkonflikt. Ganz klar, die Situation ist jetzt auch wieder abgeklungen. Sie könnte auch wieder aufflammen.
Aber es gibt interessante diplomatische Annäherungen zwischen den Emiraten und dem Iran. Aber dazu nachher gleich noch ein bisschen mehr. Übrigens auch ein interessantes Signal. Seit dem 29. Juni gibt es wieder Direktflüge zwischen Teheran und Dubai. Das heißt also, man kann hier ganz normal hin und her fliegen. Aber jetzt wird man, naja, die Immobilienmärkte, die laufen bestimmt jetzt aber nicht so toll. Die sind doch wahrscheinlich richtig in den Keller gegangen. Also, schauen wir uns mal die Immobilienmärkte an. Wir haben jetzt die Zahlen dazwischen von dem ersten Halbjahr. Und vorweg, das erste Halbjahr war das zweitstärkste in Dubais Geschichte auf dem Immobilienmarkt. Das heißt, nur getoppt vom letzten Jahr, da waren wir ca. 13% darunter. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, minus 13% und 4 Monate von 6 Monaten waren Krise und wir sind nur 13% darunter. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich bin persönlich sehr, sehr überrascht über diese Zahlen. Ich hätte gedacht, dass diese deutlich darunter liegen müssten. Also, hier sehen wir uns mal die Daten des Dubai Land Departments an. Wir hatten also 286,44 Milliarden im ersten Halbjahr. Wir hatten im Vorjahr 326,6 Milliarden, also ca. 13% mehr. Und das zweite Quartal übrigens hat 110 Milliarden Dirham ausgemacht. Also auch relativ viel, war weniger als das erste Quartal, ganz klar. Also der Januar, Februar, die waren bombenstark. Ja? Und dann ist es natürlich nach unten gegangen. Ich persönlich hätte aber gerechnet, dass es vermutlich noch deutlich weiter nach unten gegangen wäre, ist es aber nicht. Also, dann berichte ich mal von meinen persönlichen Erfahrungen hier, auch mal mit einigen Bildern und Einblendungen und Co. Ich war jetzt selber, wie gesagt, 4 Wochen hier vor Ort in Dubai. Mich hat es auch interessiert und möchte heute auch ein bisschen mehr Zeit hier verbringen und mal schauen, wie es denn wirklich vor Ort aussieht. Also ich bin erstmal am Flughafen angekommen und das weiß ich jetzt inzwischen, es gibt dort 14 Gepäckbänder. Warum? Weil ich in der großen Halle dort, die ganzen Gepäckbänder, bin ich selber abgelaufen. Warum? Mich hat nämlich interessiert, wie viele davon waren aktiv. Und genau 11 von 14 Gepäckbänder waren aktiv und haben Gepäck ausgeliefert. Und ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. Ich dachte eigentlich, ich komme auf den Flughafen an und da ist nicht so viel los. Und es war ziemlich viel los. Und jetzt muss ich auch sagen, zu den Gepäckbändern kommst du ja nur nach innen, wenn du jetzt nicht im Transit bist, sondern wirklich nach Dubai reingehst und hineinfliegst. Also das ist jetzt nicht nur Transit, okay, und dann Dubai und wieder tschüss, so schnell, in Anführungszeichen, schnell wieder weg hier aus dem Krisengebiet, sondern es sind ja wirklich die Leute, die hineinkommen nach Dubai. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, es ist ja auch Hochsommer, da habe ich nicht mit vielen Menschen gerechnet. Ja, und auch nicht, dass ich dann erst mal 5 Minuten auf das Taxi warten muss. Das ist ja unglaublich effizient dort. Aber da war eine ganz normale Schlange. Also hätte mir niemand erzählt, ja, also wir haben jetzt hier gerade Krisensituation, weißt du, im Nahen Osten und so weiter. Also ich hätte nichts gemerkt dort. Okay, das fand ich schon mal sehr, sehr interessant und spannend. So, war dann auch in dem ersten Hotel und Co. etc. Also auch mal mit den Taxifahrern gesprochen, gehen wir die mal kurz durch. Uber-Fahrer und Co. Da war so ein zweigeteiltes Feld. Also ich habe überraschenderweise öfter gehört, dass sie eigentlich gar keinen Unterschied spüren. Aber auch ein paar Mal, ja, es ist schon langsamer, es ist insgesamt weniger. Ich wurde auch ein paar Mal nach meiner Nummer gefragt. Ich nehme an, nicht aus sonstigen Gründen, sondern eher, wann ich wo wieder zurückfahre. Und das kann ich mich nicht erinnern, dass vorher der Fall war. Also die suchen schon aktiver, dass sie Kunden dort haben. Ist aber auch verständlich, der Tourismus ist sehr, sehr stark eingebrochen. Ich denke, ich kann dann nächste Woche die Zahlen dazu noch einmal nachreichen. Ich habe da noch mal ein zweites Video, aber ansonsten wird es hier zu lange, zu intensiv, weil ich möchte mit euch auch die Immobilienmärkte noch mal genauer durchgehen. Also wie viel Prozent ist da was, wie und was ist zu berücksichtigen. Ich habe mit vielen Investoren dort auch gesprochen, die ja professionell investieren. Auch wie sehen die den Markt? Gehen die jetzt raus? Versuchen sie verkaufen? Also dort zur Auflösung nächste Woche. Sonst wäre es auch heute jetzt zu lange, da wären wir hier ja wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde nur mit dem unterwegs. Also da werden wir uns das Thema Investment und Co. noch mal nächste Woche anschauen. Ja, ansonsten, also wie gesagt, Tourismus deutlich nach unten gegangen. Also teilweise, Geisterstadt nicht, weil Geisterstadt bedeutet ja, ist ja niemand dort. Sondern ich habe da zum Beispiel gesehen, das war an diesem Stiel der Palme, da gibt es ja auch so eine Flaniermeile, da gibt es Restaurants etc. Ich war da einmal essen. Und da habe ich schon festgestellt, da war wirklich sehr, sehr wenig los. Also ganz, ganz wenig Menschen, die dort gewesen sind und auch in einem Restaurant dort gegessen. Es war doch auch ein größeres Restaurant, also das war schon ziemlich leer dort, da waren noch ein paar andere Leute. Also da hat man es wirklich gemerkt. Also ganz klar, aktuell der Tourismus nach unten gegangen. Das haben wir dazu gesagt, also wie war es während Covid auch in den ganzen Ländern, danach Tourismusboom wieder. Also Tourismus kommt auch relativ schnell, es geht ja insgesamt um Infrastruktur, auch die Locals vor Ort, sind die dann weg etc.
Dann, ich war zweimal in der Dubai Mall. Ich fand es dort, ehrlich gesagt, relativ stressig. Also jetzt nicht extrem voll, aber ziemlich voll. Und das hat mich überrascht. Da war übrigens meistens Araber, also man hat auch immer wieder, also ich sage mal, europäische oder westliche Gesichter dort gesehen, aber es war meistens Araber. Also das fand ich faszinierend. Ich hätte auch gedacht, in der Dubai Mall, in den Malls generell, da kann ja nicht viel los sein, oder? Ja, also als ich einmal da zum Kaffee anstehen durfte, ich auch erst mal 5 Minuten warten, bis ich dann so allmählich ja, meinen Kaffee bestellen durfte. Ja. Also hat mich ebenfalls überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ich war, wie gesagt, auf verschiedenen Hotels. Ich habe dort auch öfter gefragt, ja, wie ist denn die Hotelauslastung? Das war so grob und es kommt auch darauf an, am Wochenende, also die haben dann auch hier, das sind dann auch die ganzen Locals vor Ort, die machen dann auch hier zum Beispiel auf der Dubai Palm, machen die dann auch Urlaub, ja? Und sind dann dort, also da war teilweise Auslastung bis 80%, also das war schon ziemlich voll. Wir sind jetzt gerade hier im Royal Atlantis. Das ist eines der bekanntesten, beeindruckendsten Hotels hier. Da hat mich auch interessiert, mir das mal anzuschauen. Wir können hier mal den Ausblick hier übrigens von dieser Suite hier gerade genießen über die Dubai Palm. Und da war ich jetzt noch beim Frühstücken. Und das ist ein riesen Frühstücksraum. Oh, das war auch proppevoll, laut etc. Also mir war es schon ein bisschen zu stressig, sage ich ganz ehrlich. Ich mag das ja so, auch einfach so die eigene Ruhe zu haben. Ja, also hat mich schon wirklich auch sehr, sehr überrascht. Auch generell, auch so ein Wohlfühlklima, hat man irgendwas großartig mitbekommen von dem Nahostkonflikt? Also für mich persönlich jetzt überhaupt nicht. Also ich fand es hier insgesamt etwas entspannter. Also an einigen Orten hat man es, wie gesagt, gemerkt, aber es war jetzt wirklich nicht so, als wäre hier tote Hose und als wäre nichts los gewesen. Also hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, weil es ist ja auch Hochsommer. Übrigens da vielleicht auch ein paar Worte mit dazu. Ich persönlich hätte damit gerechnet, also jetzt jeden Tag 40 bis 50 Grad. Also davon ging ich schon aus, aber dass ich tendenziell am meisten dann drin bin. Aber es war meistens eher 35 bis 40 Grad. Und jetzt eine trockene Hitze. Also es ist nicht vergleichbar mit so einer schwülen Hitze, die wir zum Beispiel auch in Thailand, Panama, Philippinen etc. haben. Und eine trockene Hitze ist angenehmer. Also von dem her fand ich das immer noch okay. Es ist natürlich auch insgesamt ziemlich warm und heiß dort draußen. Aber ich kann verstehen, wenn man jetzt im Sommer nicht herkommt, weil es ist schon recht heiß. Und ansonsten, also das Wasser ist auch ziemlich warm. Also es ist keine Abkühlung. Die Abkühlung hat man eigentlich nur, wenn man dann wieder aus dem Wasser rauskommt, vielleicht ein bisschen Brise. Dann ist es eigentlich durchaus angenehm. Aber ansonsten ist es, bevor man ins Wasser reingeht und wenn man im Wasser drin ist, also jetzt nicht eine wirkliche Abkühlung. Also von dem her, glaube ich, kann ich schon verstehen, warum das die meisten im Hochsommer hier jetzt nicht unbedingt nach Dubai kommen und auch mit den ganzen Sightseeings und Co. Aber Dubai hat auch viel zu bieten in-house. Wie gesagt, ich hätte damit gerechnet, auch in Hochsommer, dass schon mal weniger los ist. Also dafür war ich schon überrascht. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass hier ein Nahostkonflikt wäre, theoretisch. Also es wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, wie gesagt, bis auf ein paar Locations vielleicht insgesamt. Bevor wir so ein bisschen die Pros und Cons anschauen und wie geht es jetzt mit Dubai weiter, da würde ich gerne mal zusammenfassen, weil was die meisten ja gar nicht wissen, wie ist dieses Verhältnis zwischen den Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran eigentlich? Weil die sind jetzt nicht zwei komplett isolierte Länder, die halt einfach mal nur nebeneinander sind, aber sonst gibt es keine Verwebungen. Es gibt eine sehr starke wirtschaftliche Verwebung, also die Nummer 1 Importe überhaupt des Irans, die kommen über Dubai. Das heißt, Dubai ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für den Iran und das wissen die natürlich. Das heißt, der Iran hat kein Interesse daran, einen seiner wichtigsten Handelspartner den Gar auszumachen. Und jetzt auf eine indirekte Art und Weise. Also es gibt ja viele Finanzsanktionen und Co., aber der Iran ist ja smart. Die schauen ja, dass sie das Ganze umgehen und dass sie da am internationalen Finanzhandel auch teilnehmen können. Und das heißt, da schauen sie, dass sie dann eben auch da indirekt, ja, direkt dürfen sie ja nicht, aber indirekt dort auch hineinkommen. Also das so indirekte Art und Weise, ja, sind ja die Emirate auch der Banker, ja, von dem Iran. Und das wissen die natürlich. Dann sind die auch im selben Staatenverbund mit BRICS Plus, was ja auch vielfach, wir haben immer wieder davon berichtet, eines der Zukunftsverbünde schlechthin sein wird. Und an der Stelle ist ja auch China erwähnt, die also sehr, sehr intensiv eben mit dem Iran und auch mit den Emiraten zusammenarbeiten und auch die also indirekt oder auch eben auch eher auf eine Deeskalation hinwirken. Also Dubai und die Emirate, sie haben keinerlei Interesse an einer Eskalation. Und auch der Iran hätte normalerweise auch nicht die Emirate angegriffen und hat auch kein wirkliches Interesse daran an einer Eskalation, was mich persönlich auch durchaus positiv stimmt. Jetzt ist diplomatisch etwas sehr Interessantes passiert, was wir auch in den westlichen Medien kaum mitbekommen haben. Denn der nationale Sicherheitsberater ist in den Iran gereist. Und da ist etwas Interessantes passiert und ich zitiere hier mal die indische WIG.
Es sollte angemerkt werden, dass die VAE, also die Emirate, während des Irankriegs die am meisten ins Visier genommene Golfnation waren. Aber nachdem Scheich Tanon Teheran mit seinen diplomatischen Bemühungen und seinem Versprechen von Geldern überzeugt hatte, blieben die VAE seit dem 4. Mai von neuen Angriffen verschont, so mehrere Berichte. Aber der Iran feuerte weiterhin Drohnen und Raketen auf Kuwait und Bahrain ab. Also seit diesem Zeitraum ist es deutlich weniger geworden. Wie gesagt, seit Juni gibt es auch wieder Direktverbindungen zwischen Teheran und Dubai. Also, wie es natürlich weitergeht, wir werden sehen. So ein bisschen jetzt die Pros und Kontras. Was spricht oder was ist schwierig auch weiterhin einzuschätzen, weil das hier ist natürlich auch eine Momentaufnahme. Und wir wollen hier natürlich nicht mit rosaroter Sonnenbrille reingehen, weil natürlich die Situation aktuell nicht geklärt ist. Und es gibt keine Garantien für die Zukunft, was Iran und Israel betrifft. Also es gibt ein Restrisiko, was nicht 100% kalkulierbar ist. Machen wir uns hier bitte natürlich auch nichts vor. Und allgemein Dubai ist ein dynamischer Ort mit vielen Aufs und Abs, also rein historisch. Insgesamt mit deutlich mehr Aufs als Abs, aber hat auch immer wieder Krisen gehabt, hat aber auch bewiesen, dass sie diese sehr, sehr gut lösen. Was spricht für Dubai? Also erstmal, Dubai ist für den Iran indirekt der Banker und eine wichtige Wirtschaftsdrehscheibe, wie wir gesehen haben. Dubai hat keinerlei Interesse an einer Eskalation. Die Herrschenden hier vor Ort, die sind sehr, sehr smart und auch diplomatisch orientiert. Also die haben es historisch eben sehr, sehr gut geschafft, auch den Spagat zwischen Ost und West zu machen, dass sie gut verbandelt sind mit den USA, relativ gut mit Europa, mit EU, aber ich meine, der will mit denen heute eigentlich noch wirklich gut verbandelt sein, aber gut, das ist ein anderes Thema. Mit China, auch für die Situation des Iran, auch trotzdem relativ gut. Also sie haben wirtschaftliche Interessen zumindest miteinander. Ja. Und es ist eine wichtige Nation hier natürlich in den arabischen Ländern, auch gut zu den BRICS-Ländern, Indien und so weiter. Dubai selber auf die Zukunft gesehen investiert sehr, sehr stark in Zukunftstechnologien, also in KI, in Krypto, in Blockchain und Co. Also auch hier im Prinzip das genaue Gegenteil, was wir in Europa und in der EU erleben. Also hier wird halt wirklich was für die Zukunft getan, um das Ganze voranzubringen. Also übrigens da auch in dem Sinne, Dubai arbeitet hier an einer Deeskalation im Nahen Osten. Wenn wir uns anschauen, wie ist es die Situation mit EU, NATO, mit Russland, kann man da auch sagen, dass deeskalierend gearbeitet wird oder nicht. Und das ist übrigens an dieser Stelle auch erwähnt. Also wenn wir uns anschauen, wenn es einen Krieg gibt, und es kann niemand sagen, dass es keinen Krieg geben kann, zwischen also Deutschland und NATO allgemein und Russland, das sehen wir alle. Und es wird aufgerüstet, es gibt ein Wettrennen, es gibt Provokationen, auch sehr, sehr stark seitens NATO und Europa. Also auch beidseitig letztendlich. Und es schaukelt sich aktuell mehr und mehr hoch. Also da wirklich zu sagen, es kann hier keinen Krieg geben. Also ich sage mal immer so, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das mal nur am Rande. Dann weiter, was pro Dubai ist. Sie haben bewiesen, dass sie Großes erreicht haben und auch, dass sie auf diesem Weg weitergehen und den sehr, sehr konsequent. Sie haben ein klares Profil, sie haben eine klare Zielgruppe. Und ich weiß, gerade die Dubai-Hater, die gehören nicht zu dieser Zielgruppe. Aber relativ viele andere Menschen, die sich sehr, sehr wohlfühlen in Dubai. Und mit den Menschen, die ich gesprochen habe, die Dubai gerne haben oder die auch gerne Zeit verbringen, teilweise oder sogar hier zu leben, die sind nach wie vor sehr, sehr Dubai-pro. Also es sind relativ wenige, ja, die gibt es auch, die sich jetzt von Dubai abgewendet haben. Aber ich habe definitiv nicht das Gefühl, einfach so von dem Gesamtbild her, dass es ein Großteil von denjenigen ist, die Dubai schon vorher mochten. Also es ist noch ein bisschen polarer geworden. Also wer Dubai-Hater war, der ist noch mehr Dubai-Hater. Und wer Dubai-pro gewesen ist, der hält tendenziell nach wie vor auch weiterhin zu Dubai. Also so meine persönliche Erfahrung einfach von ganz unterschiedlichen Gesprächen. Also von dem her meine Meinung für Dubais Zukunft. Also zum einen Panik, Chaos, Crash etc. sieht komplett anders aus. Also da habe ich jetzt auch schon über 20 Jahren ganz andere Sachen mitbekommen. Also merke ich persönlich hier überhaupt nicht. Ich war jetzt durchweg positiv überrascht mit den meisten Dingen. Klar, dass hier Tourismus kaum etwas ist, das war mir klar, aber ich war positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte hier, da ist wirklich kaum etwas los und ich werde jetzt in Anführungszeichen gar nicht so viele Menschen sehen und treffen. Aber also dafür, dass es Hochsommer gerade hier ist, ja, hätte ich nicht gedacht, dass so viel los hier ist in Dubai und damit der Nahostsituation. Also macht mich grundsätzlich positiv, auch für die nächsten Monate und Jahre. Also wenn dieses Thema dann wirklich geklärt ist und ich gehe davon aus, aufgrund der genannten Interessenslagen,
dann ist das hier möglicherweise auch die beste Chance, wenn man sich in Dubai engagieren möchte zum aktuellen Zeitpunkt. Die Zeit wird es natürlich zeigen. Niemand hat eine Glaskugel. Ich hoffe, es war interessant, hier einen Einblick zu bekommen. Ich werde nächste Woche, haben wir dann den Teil 2. Da wird es immer sehr interessant, weil ich möchte auch mehr über das Thema Immobilien und Investment eingehen und auch im Vergleich mit anderen Metropolen. Wie ist denn Dubai zu sehen im Vergleich zum Beispiel zu Monaco, zu Singapur, zu Panama, jetzt Türkei und Istanbul wird diskutiert mit den neuen Steuervorteilen etc. Also ich habe ja einiges vorbereitet und da gibt es noch einiges mehr dazu zu sagen. Also auch nächste Woche mit vielen Zahlen, Daten, Fakten und ich freue mich auf dich. Ja, ansonsten YouTube-Kanal abonnieren mit Glockenzeichen, damit du nichts verpasst und vor allem unseren Klartext E-Letter, das sind mal alle Themen in unserer bunten Community. Also in dem Sinne, liebe Grüße hier von der Dubai Palm und bis nächsten Freitag allerspätestens.